Aber nun true. May I introduce myself? My name is Werner Strauss and I'm married to Liesel. We have 3 children, Miriam, Markus and Micha. And we are blessed with 10 grandchildren. We had the privilege of living and working in Papua New Guinea called PNG from 1971 to 1991. We were stationed in Kotna for a couple of weeks, moved on to the Evangelist Training School in Kendagel for 6 months, and after that lived in Ogelbank to build up the youth work in the Hagen district and other areas of PNG. In 1977, I was called to be the missionary of the Yalibu circuit stationed in Yalibu. In 1989, we moved to Leh to help out in the communication areas such as Christian Radio, New Guinea Lutheran, and also build up the film library of the ELC PNG. The movies you will see now had a beginning in 1975. I was asked by Missionswerk called Mission One World Now to assist the journalist Mr. Manfred Ballitz in creating these movies focusing on the ministry of the ELC PNG. The titles are Like a Warming Fire, New Life, New Dreams, Black Bookies, Death or Life, and Unforeseen Incident in a Coastal Village. The movies were done with the equipment available at the time, and also they do not have today's high quality. Our modern technology has made it possible for me to share them with you. They are historical documents that give an important input in the life and culture of PNG. They were filmed originally in the German language, so we put subtitles with them. The movies talk about themes which are still relevant to real life stories of today. I hope you enjoy the movies.
Der Tag begann wie viele andere Tage. Mein Rucksack war schnell gepackt. Dann konnte ich mich auf den Weg machen. Mein Name ist Eli Polie. Ich bin der Gemeindeevangelist von Nomendara. Unser Dorf liegt im Chimbu-Gebiet des Hochlandes von Papua-Neuguinea. Zwischen ausgedehnten Bergurwäldern in der Nähe eines kleinen Flusses. Alle Straßen führen weit an Nomendara vorbei. Keine Fahrzeuge gibt es hier und der nächste Flugplatz ist einen Tagesmarsch weit entfernt. An diesem Morgen wollte ich wieder hinüber ins Dorf Kaukau, wo mich jeden Donnerstag eine Taufklasse erwartet. Zum Teil sind das erwachsene Männer, die sich mit meiner Hilfe auf die Taufe vorbereiten, denn das Buschdorf Kaukau gehört zur Gemeinde Omendara. Die Fußmärsche sind beschwerlich im Chimbu-Gebiet. So mühevoll wie das Tagwerk unserer Frauen, die ihre Taro-Gärten fast täglich vom Unkraut befreien müssen. Unkraut wächst schnell hier. Es wuchert in den Feldern und Gärten, von denen wir leben. Es vernichtet unsere Arbeit und zerstört, was wir brauchen, wenn wir nicht aufpassen. Ich dachte gerade daran, als ich die Totenklage hörte. Eine verzweifelte Frau. Ein frisches Grab. Wer war gestorben? Meine Frage hatte die Frau erschreckt. Warum? Was war hier geschehen? Nachdenklich setzte ich meinen Weg nach Kaukau fort. Im Dorf Kaukau herrschte eine unheilvolle Stille. Alle Männer schienen verschwunden zu sein. Der Unterrichtsraum war leer und dunkel. Keiner der Taufschüler erwartete mich. Konnten mir die Frauen Auskunft geben? Ja, ein Mann war überfahren worden. Beratungen im Männerhaus. Ich wusste Bescheid. Sie hatten Rache am Stamm des Autofahrers beschlossen. Und sie waren nicht aufzuhalten. Rachsucht war über sie gekommen. Das alte Stammesgesetz rief nach Vergeltung.
Sie wollten den Tod ihres Stammesbruders sühnen, einen Ausgleich mit der Axt erzwingen, der kein Ausgleich ist. Panische Angst überfiel mich. Würde es ihnen gelingen, auch mein Dorf in den Kampf zu verstricken? Würden sie sich ihre Kampfgenossen in unserer Dorfgemeinde suchen? Ich musste zurück nach Omendara. Die Angst trieb mich an. Niemals zuvor hatte ich die Strecke so schnell durchlaufen. Die Ruhe im Dorf zerstreute meine Sorgen. Aber ich nahm mir vor, bei der Abendandacht über den Unfall und über die Blutrache zu sprechen. Kamen wieder alle in unsere kleine Buschkirche. Die Männer und die Frauen von Omendara. Iple ta yalene Kristo mna ainwa I mainta elmwa iple kal kaya waiswa ibal kalkui Gott upenwa kann uns verändern. Er schafft neue Menschen aus uns, wenn wir mit Christus leben. Ich las es ihnen aus dem 2. Korintherbrief vor und ich erzählte ihnen vom Unfall und vom Kampf, den die Männer von Kaukau führen wollten, weil es das alte Gesetz so befahl. Christus erneuert unsere Gedanken. Er lehrt die Kunst der Vergebung und er schenkt uns dadurch neues Leben. Unsere alte Art haben wir abgelegt und mit ihr die Gedanken der Rache. Früher richteten wir einen Mann für seine schlechten Taten. Heute können wir ihm vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Wir waren friedlich auseinandergegangen. Aber schon am nächsten Morgen unterbrach mich der Schrei eines Ausrufers bei der Gartenarbeit. Ich kannte dieses Rufen. Das Dorf Kaukau hatte einen Mann geschickt, der jetzt auch in Omendara um Verstärkung für den blutigen Rachekampf warb. Die Leute liefen zum Dorfplatz. Ihr Kriegsschmuck verriet ihre Absichten. Dann überstürzten sich die Ereignisse.
als ich endlich zur Stelle war, hatten sich die Männer schon niedergelassen. Sie waren entschlossen, in den Kampf zu ziehen und wollten nicht auf mich hören. Sie alle waren meine Freunde. Jetzt wandten sie sich von mir ab. Aber mir war, als würden sie sich dafür schämen. Das Kreuz, dachte ich. Das Kreuz wird sie vielleicht aufhalten. Ich musste ihnen am Dorfausgang zuvorkommen, ihnen den alten Weg versperren und sie auf den neuen zurückführen. Was wird jetzt geschehen? Kehrt um, sagte ich ihnen. Ihr seid Christen und das Kreuz in unserer Kirche hat alles verändert. Für uns gilt das Gesetz der Blutrache nicht mehr, sondern das Gebot zur Versöhnung. Sind wir Christen oder nicht? Diga wemeri blio kuita umena bre langara enyi bofi bena nanwa ibele manande to blagere manande wemeri do begra blio pelgolire mama molio. Sie stimmten mir zu, widerstrebend, aber doch erleichtert. Keiner von ihnen würde im Kampf sterben müssen. Sie trugen ihre Waffen zurück in ihre Häuser und legten beiseite, was tötet. Die Aufregung im Dorf hatte sich gelegt. Die Männer von Omendara hatten sich für den Frieden entschieden. Wenig später schon war ich mit 2 Gemeindeältesten auf dem Weg zum Kampfplatz. Vielleicht konnten wir doch noch das Schlimmste verhindern. Meine Taufschüler aus Kaukau würden diesmal auf mich hören. Ich wollte ihnen sagen, dass die Christen von Omendara den Kampf abgelehnt hatten und sie würden sicher diesem Beispiel folgen. Wir waren voller Hoffnung, bis wir wieder die Totenklage hörten. Wir sind zu spät gekommen. Der Kampf ist vorüber. 2 Männer sind erschlagen worden. Wir haben ihn nicht verhindern können. Diesen sinnlosen Tod, der seit Jahrtausenden wie ein hungriges Krokodil seine Opfer sucht und findet. Immer und immer wieder. Auge um Auge, wie
lange soll es so weitergehen? Ein Unglück geschieht und ein Mann kommt ums Leben. Sein Tod bedeutet Schmerz und Leid. Der Kampf fügt immer wieder neues Leid hinzu. Nur die Vergebung kann diesem Kreislauf des Todes ein Ende setzen.